Ich sage dir jetzt etwas, was viele nicht gerne hören. Die meisten Coaches, die zu mir kommen, sie können nicht hypnotisieren. Sie können ein Skript vorlesen, sie können eine Induktion runterbeten, aber wenn ein Klient das erste Mal anders reagiert als im Lehrbuch, sie frieren wie ein oder sie fangen an, den Klient zu beschuldigen. Du musst dich mehr anstrengen, du musst mehr loslassen. Warum ist das so? Ich habe in den letzten Jahren hunderte Coaches, Therapeuten und Heilpraktiker begleitet in Ausbildungen, Einzelsitzungen und Workshops. Und es gibt diesen einen Fehler, den fast alle machen. Nicht die Anfänger, die ohnehin wissen, dass sie unsicher sind. Sie wissen noch nicht genau, was sie tun und deswegen sind sie unsicher, also machen sie einfach die Fehler, die sie machen müssen. Nein, ich rede von denen, die schon ein paar Jahre dabei sind, die schon Ausbildungen gemacht haben, die schon Klienten haben. Das heißt, der Fehler ist nicht, dass sie keine Technik kennen. Der Fehler ist, dass sie glauben, dass eine Technik einfach reicht. Und wenn jemand kommt und mir sagt, ich habe diese Technik, die funktioniert super und immer, dann weiß ich schon, diese Person hat nicht so viel Erfahrung, wie sie so angibt. Und das ist der Moment, wo ich immer sage, Hypnose ist keine Technik, es ist eine Verbindung, es ist Kunst, es ist Energie zwischen dir und deinem Klient. Das ist absolut nichts, aber wirklich nichts, was du in einem Skript lernen kannst. Der erste Fehler, man klammert an seine Skripte. Ich sehe das immer wieder. Jemand hat eine schöne Induktion, auswendig gelernt, oder man hat eine Technik, die man einfach runterrattert und dann wundert man sich, ob die Person, ob der Klient einfach da mitgeht, jeden Schritt. Sie machen das beim ersten Klienten, beim zweiten, beim dritten, aber beim vierten passiert endlich das, wo man eigentlich lernen sollte. Es passiert etwas, was im Skript nicht vorgesehen ist. Ich kann nicht in Trance. Was in der Technik nicht drin ist. Der Klient öffnet die Augen oder er lacht oder er sagt, ich fühle nichts, ich sehe nichts, ich kann nicht loslassen. Aber was macht dann der Coach? Er liest weiter. Er versucht den Klienten zu zwingen. Er erzählt sogar dem Klienten. Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich. Atmen Sie ganz tief ein. Tief ein. Wenn du nicht mitmachst, klappt es nicht. Was bekommt der Klient als Info? Ich bin falsch. Ich bin schon wieder falsch. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und genau hier verlierst du den Klient. Weil der Klient in dem Moment merkt, der da vorne ist nicht bei mir. Der liest mir etwas vor oder er zwingt mich, er gibt mir ein ungutes Gefühl. Nicht falsch verstehen, Coaching muss nicht immer angenehm sein. Ja, es kann sein, dass man auch durch unangenehme Gefühle gehen muss, dass man etwas realisieren muss. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du plötzlich unsicher wirst. Du zeigst es vielleicht nicht, aber du fühlst dich unsicher, weil du nicht genau weißt, was Sache ist. Oder du hast automatisch dem Klienten die ganze Schuld gegeben. Der zweite Fehler ist, dass sie nicht wirklich beobachten, was der Körper sagt. Hypnose ist vor allem nonverbal, bevor es verbal wird. Aber es ist auch keine jetzt weltbewegende Geschichte, was ich hier erzähle, weil es ist im ganzen Leben so, dass das Nonverbal viel wichtiger ist als die Wörter. Die Wörter sind wichtig, aber wenn du als Kind, so wie ich erlebt hast, dass beispielsweise deine Eltern streiten und du musst schon aufpassen, oder wenn du Eltern gehabt hast, die auch noch Gewalt angewendet haben, dann weißt du genau, worüber ich rede. Du hast nicht gewartet, dass sie was sagen. Du hast schon, bevor sie schon den Mund aufgemacht haben, schon versucht zu fühlen, zu verstehen, wie sind sie heute drauf. Oder du kennst es von deinem Partner oder Partnerin. Ja? Du merkst schon, wenn sie reinkommt im Raum, oh, sie hat schlecht geschlafen. Du spürst schon vorher, was los ist. Du siehst es an den Bewegungen. Jetzt ist der Moment, wo man still sein soll, wo man nicht zu viel sagen muss. Oder jetzt ist der Moment, wo man ein kleines bisschen abholen muss, mit mehr Wörtern. Oder jetzt ist der Moment, wo ich einfach nur meine Hand auf seinem Herz tun muss. Oder sonst was. Aber die meisten Coaches kommen zu mir und sagen, ja, was muss ich jetzt hier machen? Wo muss ich jetzt hier berühren? Als ob man einen Trick hätte. 1, 2, 3 und dann ist man in Trance. Ja, es gibt auch solche Ritualen. Ja, es gibt so Punkte, aber es ist nicht die Wahrheit. Oder was soll ich jetzt in diesem Moment sagen? Und ich erzähle immer wieder, bevor du überhaupt was tust, schau dir den Klient an. Schau dir deinen Klient an. Schau, wie er da steht, wie er sitzt. Weil vielleicht musst du gar nicht so viel tun, wie du denkst. Ich habe so oft immer wieder gezeigt in meiner Ausbildung, wenn Menschen einfach so
umkippen, bevor ich überhaupt was gesagt habe, bevor ich überhaupt eine Berührung gesetzt habe. Und umkippen muss auch nicht sein. Es ist nur, um zu sagen, wo du gemerkt hast, sie sind wirklich in Trance gegangen. Weil auch diesen Mythos, dass jeder umkippen muss, das ist Quatsch. Und genauso wiederum, wenn manche sagen, ach ja, wenn die Menschen umkippen, naja, die machen einfach nur mit. Nein, die Menschen lassen los, wenn du richtig arbeitest. Ja, und all das kann man nicht in ein Skript lernen, das musst du sehen, das musst du erleben. Und dann wundern sich Coaches, dass sie sagen, ich mache doch alles richtig, meine Technik ist die beste, aber dann sagen sie mir gleichzeitig, aber die Raucherentwöhnung funktioniert nicht. Warum? Ich habe alles richtig gemacht und so viele Sitzungen, aber der Klient hat nicht abgenommen. Und der dritte Fehler, und das ist wirklich das Schlimmste, ist der Moment eben, wo die meisten scheitern, eben wenn der Klient Widerstand zeigt, der Klient blockiert, wie man so sagt. Und dann sehe ich Coaches, die wie einfrieren, sie wissen nicht mehr, was sie tun soll, was vielleicht sogar fast das Beste ist. Und dann gibt es Coaches, die eben, wie gesagt, fangen an zu beleidigen fast, so, wenn du hier kommst, aber nicht loslässt, was kann ich denn tun, so ungefähr, ne? Also Machtlosigkeit zeigen. Oder Coaches, die dann anfangen, eine ganz andere Technik zu nutzen, weil sie sagen, okay, wenn die nicht funktioniert, dann nehme ich die nächste. Und dann die nächste und dann die nächste. Und der Klient wird immer nervöser. All das ist falsch. Aber eins verrate ich dir, alle diese Fehler habe ich auch gemacht. Ich bin genau wie du. Ich habe genau diese Fehler gemacht und deswegen rede ich mit dir darüber, weil ich möchte nicht, dass du so viele Fehler machst und aber irgendwo keine Lösung findest, um dann weniger Klienten zu haben oder unglückliche Klienten zu haben. Widerstand ist Information. Wenn dein Klient blockiert, er blockiert nicht. Es ist nur eine Information. Er sagt ja praktisch, das geht mir zu schnell, da fühle ich mich unsicher, da will ich noch nicht aufmachen, da brauche ich etwas Zeit. Oder da brauche ich etwas mehr Führung. Auch hier, es gibt keine allgemeine Lösung. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass man ja akzeptieren muss, was da kommt und als Information sehen, anstatt als Beleidigung oder Faulheit als falsch zu bewerten. Ich hatte einen Jungen, der wurde als ADHSler diagnostiziert sozusagen. Der war super nervös, der hat nur geschwitzt, hat ständig getrunken, ich musste ständig Wasser geben. Natürlich, das sind nicht die Klienten, wo man sagt, das war so einfach. Das sind Klienten, die dich herausfordern. Aber du musst aufpassen mit der Herausforderung, dass es dir nicht zu viel wird und dann wiederum du zu viel machen willst. Weil manchmal muss man nur den Raum geben und sagen, okay, willst du mehr trinken, dann trink. Manchmal ist die Lösung, keine Lösung zu suchen. Manchmal ist die Lösung, den Klienten einfach Zeit geben, Raum geben. Und manchmal ist es genau das Gegenteil. Manchmal braucht man wirklich da ein Wort, eine Frage, die alles verändert. Genau hier hört jede Ausbildung auf, jedes Skript. Weil da ist etwas, was man nicht so einfach erklären kann. Das ist etwas, was man erleben muss. Für gewisse Dinge wirst du niemals erfahren können, bis du selbst erlebst. Weil so ist es im Leben. Du kannst lernen, wie du Auto fährst, aber wenn du plötzlich so eine Situation hast, die du nicht gelernt hast, dann musst du handeln. So ist es halt im Leben. Aber die Katrin Allenberger und ich, Jafet Mariani, wir haben uns entschieden, so weit wie möglich dir alle möglichen Situationen zu zeigen, damit du vorbereitet bist. Weil es gibt einen riesen Unterschied zwischen jemandem, der Hypnose gelernt hat und jemandem, der Hypnose verkörpert. Der eine hat ein Skript, eine Technik und der andere hat Präsenz. Ist da. Genauso wie Kinder manchmal, die rumschreien und fast hysterisch erscheinen und du dann selbst hysterisch wirst und schreist laut zurück. Oder jemand, der da ist und sagst, okay, dann zeig mir, was du brauchst. Zeig mir. Komm raus mit deinen ganzen Blockaden. Ich bin hier. Ich bin hier und ich will dich verstehen. Ja, aber niemand glaubt mir. Alles ist furchtbar. Okay. Gut.
Lass alles raus. Was brauchst du jetzt? Was genau brauchst du jetzt? Weil das sind die Fragen, die man lange nicht mehr gehört hat. Wer bist du? Was brauchst du? Ich bin für dich da. Du musst nicht funktionieren hier. Du musst nicht perfekt reagieren als Klient. Es ist mir vollkommen egal, ob du in Trance gehst oder nicht. Ich will nur, dass wenn du hier rausgehst, du ganz bei dir bist. Viel mehr bei dir bist, als alle möglichen Sachen, die ich dir sagen könnte. Dass du dich mehr bei dir fühlst. Und wenn es bei dir sein bedeutet, alles rauslassen oder blockieren, das ist egal erstmal. Es geht nicht darum. Ich hatte eine Klientin, sie rief mich an und sagte, ja, ich habe alles zerstört zu Hause, ich konnte nicht mehr. Und kannst du mir nicht eine Hypnose machen, wo ich nächstes Mal total ruhig bleibe? Ich sage, Gott sei Dank hast du alles zerstört. Und sie, wie soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Ja, weißt du, es ist so, ich kenne dich jetzt eine Weile, ja, und du schluckst und schluckst immer, du funktionierst immer, du willst deinen Mann immer verstehen, aber einmal die Sau rauslassen, einmal die Wut rauslassen, einmal den Computer, den Fernseher zerstören, viel besser als deinen Mann angreifen und viel besser als alles schlucken müssen. Einmal die Wut raus. Und wie fühlst du dich jetzt? Oh, viel erleichtert. Viel mehr erleichtert, Jafet. Ich sage, siehst du, bedeutet nicht, dass du jetzt immer so reagieren musst. Aber es bedeutet mal auch dein Klient eben die Hand geben und sagen, hey, du bist auch nur ein Mensch. Und es ist okay, wenn du mal rauskommst und wenn du einmal zeigst, was in dir wirklich ist. Und genau so sind die Menschen bei dir in der Praxis. Sie blockieren nicht, weil sie stur sind, sondern weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie noch nicht das Vertrauen haben, das sie brauchen. Und dann, wenn du sie behalten willst, musst du denen eine Art Vertrauen geben. Und genau das lernst du in diesen 2 Tagen im September in Berlin. Am 19. und 20. September. Aber wenn du dieses Video später schaust, alle anderen Ausbildungen, die wir machen werden dir das beibringen. Keine PowerPoint, Marathon, keine Theorie, die man einfach in einem Buch lesen könnte. Echte Praxis. Wir zeigen dir auch Methoden, die wirklich nicht jeder kennt oder die man nicht wirklich kann. Blitzhypnose, Hypnomassage, eben nonverbale Hypnose. Aber wir zeigen dir auch eben, wie du mit Wörtern umgehen sollst. Was machst du in gewissen Situationen? Wie reagierst du dann? Was sagst du dann? Was tust du dann? Wenn der Klient blockiert. Wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl. Den Link findest du in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich.